Das ist Herr Funke. Er arbeitet in einem mittelständischen Unternehmen ohne eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Herr Funke hat viele Ideen, um die Prozesse in seinem Unternehmen zu verbessern und Probleme anzugehen. Doch wer soll diese Ideen weiterentwickeln, testen und umsetzen? Und werden seine Ideen vielleicht sogar gefördert? Das ist die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. An der Hochschule ist das Zentrum für Wissenschafts- und Technologietransfer die zentrale Service- und Kontaktstelle, wenn es um anwendungsorientierte Forschung und Kooperationen geht. Die HBAS arbeitet dabei mit unterschiedlichen Partnern aus der Wirtschaft zusammen. Neben Global Playern, Interessensverbänden und Kommunen gehören auch kleine und mittelständische Unternehmen, so wie das von Herrn Funke, dazu. Herr Funke greift also zum Telefon und kontaktiert das sachkundige Team des ZWT. Er schildert seine Ideen und seine Fragen. Die Mitarbeiterin weiß auch schon, wen sie in der Hochschule ansprechen kann, denn sie kennt die Forschungsschwerpunkte und Interessen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Sie stellt den Kontakt zwischen ihnen und Herrn Funke her. In gemeinsamen Fachgesprächen wird Herr Funkes Projektidee konkretisiert und ausformuliert. Die Forschungsfrage kann dabei auf vielfältige Weise beantwortet werden. Die Palette reicht von kleineren Problemstellungen, die als Abschlussarbeitsthema vergeben werden, bis zu mehrjährigen Forschungsvorhaben. Herr Funke ist sehr zufrieden, denn er hat jetzt die richtigen Expertinnen und Experten an der Hand, um seine Idee umzusetzen. Doch das ganze Projekt wird aufwendig und teuer. Das Thema ist sehr neu und innovativ. Wie soll er das Projekt finanzieren? Gemeinsam besprechen Herr Funke und der Wissenschaftler mit der Mitarbeiterin des ZWT, welche Möglichkeiten der Förderung bestehen. Mit der ausformulierten Projektidee weiß sie, wo Fördermittel beantragt werden können. Diese kommen bei öffentlich geförderten Projekten von sogenannten Drittmittelgebern. Das können zum Beispiel Landes- und Bundesministerien sein, aber auch die EU und Stiftungen. Sie erklärt auch, welche Förderanträge erfolgsversprechend sind und spricht über die wichtigsten Fördermodalitäten, zum Beispiel wie viel Geld über welche Laufzeit beantragt werden kann. Nachdem das Förderprogramm gefunden ist, wissen beide, wie sie den Antrag ausarbeiten und die Finanzkalkulation erstellen müssen. Die langjährige Berufserfahrung macht die Mitarbeiterin des ZWT zur Insiderin bei der Antragsstellung. Ist der Antrag vollständig, der Text stimmig und die Zahlenwelt konsistent? Nachdem nochmal geprüft wurde, ob alle Formalitäten richtig sind, kann der gemeinsame Projektantrag an den Drittmittelgeber geschickt werden. Während der Drittmittelgeber den Antrag prüft, wartet Herr Funke gespannt und ist erleichtert, als er die Bewilligung bekommt. Es müssen nun noch Modalitäten der Zusammenarbeit geregelt werden. Beim Abschluss des Zuwendungsvertrags mit dem Drittmittelgeber sowie dem Kooperationsvertrag mit der Hochschule hat Herr Funke ein gutes Gefühl. Sein Projekt wird jetzt tatsächlich durch öffentliche Fördergelder unterstützt. Jetzt steht dem Projektstart nichts mehr im Weg. Gemeinsam mit der Hochschule entwickelt Herr Funke ein innovatives Produkt, das den Produktionsprozess optimiert und seiner Firma einen Marktvorteil verschafft. Und durch den intensiven Kontakt zur Hochschule kann Herr Funke nun weitere Kooperationen wie Praktika, Abschlussarbeiten oder Personalrecruiting schnell realisieren. So profitiert sein Unternehmen von der Kooperation mit der Hochschule weit über die Projektarbeit hinaus.